Mein Cousin und mein Papa sind auch Metzger und da war ich von klein auf immer dabei und dort habe ich das so immer gesehen und darum hat mich das auch immer schon fasziniert und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich das auch lerne. Also anfangen tut es ja eigentlich mit dem Wareneingang, da kommen dann die ganzen Waren und dann muss man das im Computer eintragen, jetzt gerade bei der TAM, bei so einer großen Firma. Dann kommt alles in Zerlegung, da tut man das ganze große Tier in verschiedene kleine Teile aufteilen. Weiter geht es dann in Wursterei. Dort macht man dann verschiedene Würstle, also wie Frankfurter, Knacker, Aufschnitt etc. Und dann wird das Ganze noch verpackt und weggeschickt in die verschiedenen Sparläden. Kälte ist jetzt für mich nicht so schlimm, oder halt am Anfang habe ich es schon ein bisschen schlimm gefunden. Aber wenn du einmal 2 Wochen in der Kälte am Arbeiten bist, dann macht das mit der Zeit gar nichts mehr aus, weil an das gewöhnst du dich voll. Und manchmal die schweren Kisten oder beim Hubwagen zum Beispiel, die schweren Paletten umziehen, das ist dann manchmal schon anstrengend, aber ich habe viele männliche Kollegen, wo mir immer gern helfen. Also verändert hat sich bei mir, dass ich viel mehr in Österreich viel mehr erkunden kann, weil davor bin ich eigentlich immer nur bei mir daheim in Vorarlberg gewesen. Und durch die Lehrlingsseminare komme ich jetzt auf Salzburg und auf Graz und bin eigentlich schon an voll vielen Orten gewesen. Vorurteile höre ich oft, gerade auf der Straße zum Beispiel, wenn mir jemand fragt, was bist du vom Beruf, dann sage ich Fleischverarbeiter. Und dann kommen so Sachen wie, kannst du das schon? Also du wirst oft unterschätzt. Aber ich gehe meinen Weg und ignoriere es einfach. Das macht mir Spaß und ich wollte das immer machen, von klein auf. Mein Opa war schon Fleischer, er hat mir ein paar Sachen gesagt und hat mir dann so getaugt, dass ich das Handwerk lernen wollte. Und ja, das Zerlegen lernt man halt, Wurst machen, wie eine Wurst ein Stück gemacht wird, halt, was dazugehört alles. Und das ganze Fachwissen alles, die ganzen unterschiedlichen Stückchen, was man daraus macht alles. Schnuppern war nicht schlecht, wenn man es macht und mal anschaut. So. Bei Bewerbung ist es im Prinzip am allerwichtigsten der Fokus aufs Vorstellungsgespräch und aufs Schnuppern danach. Also im Prinzip ist es so, das 9. Schuljahr sollte abgeschlossen sein. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich ganz viel mit körperlicher Arbeit zu tun haben. Das heißt, es ist eine gewisse körperliche Fitness notwendig in diesem Bereich. Man denkt, das ist einfach nur zerteilen und eine Wurst produzieren oder Fleisch produzieren. Aber es ist unfassbar viel Fachwissen vonnöten. Und somit ist es extrem wichtig, dass man eben den Willen hat, etwas Neues zu lernen und sich das ganze Wissen auch anzueignen. Und somit ist es halt total wichtig, dass man in den Betrieb geht und sich das einfach mal anschaut, was macht man da eigentlich? Also das Wichtigste ist, dass der sorgsame und wirtschaftliche Umgang mit dem Rohstoff Fleisch vermittelt wird. Und es ist ein Produkt, das mit Liebe auch von Bauern auch produziert worden ist. Und wir natürlich hier eine große Verantwortung haben in der Lebensmittelsicherheit, dass das Produkt auch sehr sicher an den Kunden gelangt. Und das ist das Wichtigste, was wir vermitteln. Also nach der Lehrlingsabschlussprüfung gibt es natürlich die Fleischermeisterausbildung, den Fleischsommelier. Es gibt bei der Spar den Sparmeister, der was sehr hochwertig ist und sehr hoch angeschrieben ist, auch im nationalen Bereich. Der junge Mensch bekommt einfach sehr, sehr viele Eindrücke von Tag 1 an. Das einmal zu verarbeiten ist einmal die größte Schwierigkeit, das einmal alles zuzuordnen. Was ist der richtige Schnitt? Wie wird der richtige Schnitt gemacht? Die Gefahren sind sicher auch die Schnittverletzungen. Es ist ein Thema. Natürlich haben wir die Sicherheitsausrüstung in jedem Bereich. Manchmal hat man mal einen schlechteren Tag, wo man vielleicht einmal nicht so konzentriert ist. Und da ist natürlich die Verletzungsgefahr schon etwas höher. Wir haben noch immer ein sehr starkes Handwerk. Also in Zerlegetätigkeiten, in Wursttätigkeiten, da braucht es auch noch das fachliche Auge dazu und auch die fachliche Kenntnis. Die Tann ist sehr facettenreich und abwechslungsreich. Zum Beispiel, wir haben in Tann St. Pölten die vegane Fleischproduktion. Und das ist einfach das Schöne, was es auch das Berufsbild ausmacht. Und so kann man auch lang bestehen in dem Beruf, finde ich. Ja.